Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sind wieder zurück bei Sei Kritisch und heute schauen wir uns das kleine Thema an über Albanien. Ihr habt ja wahrscheinlich schon diese ganzen Proteste gesehen oder auch mal die Nachrichten gelesen, dass der Premierminister von Albanien ein Stück Land verkauft hat im Süden Albaniens und das ist nicht so ganz wahr. Also, was heißt das nicht so ganz wahr? Natürlich stimmt das hundertprozentig, dass er da etwas gegeben hat, abgegeben hat, aber er hat es nur verpachten lassen. An wen hat er das verpachten lassen? Also erstmal lesen wir hier uns die Tagesschau durch. Albaner protestieren gegen Bauprojekt von Kushner. Jared Kushner und Ivanka Trump haben sich gedacht und diese Idee stammt schon aus 2021, habe ich ein paar Sachen gefunden gehabt. Da haben die halt schon darüber geredet, dass die zusammen an einem Bauprojekt arbeiten in den mediterranen da wusste man halt noch nicht, okay, welches Land das sein wird, aber die Rede gab es halt schon darüber. Jetzt wissen wir es, es war Albanien. In Albanien sorgt der geplante Bau eines Luxusresorts, an dem auch der Schwiegersohn von US-Präsident Trump beteiligt ist, für Proteste. Eine Sonderstaatsanwaltschaft leitete nun Ermittlungen zu dem Bauprojekt ein. In Albanien haben tausende Menschen gegen ein milliardenschweres Bauprojekt protestiert, das mit Trumps Schwiegersohn Jared Kushner in Verbindung steht. In der Hauptstadt Tirana versammelten sich Menschen mit Plakaten, auf denen Slogans wie Albanien ist nicht zu verkaufen oder Ivanka geh nach Hause standen. In Anspielung auf Kushners Ehefrau Ivanka Trump, Tochter des US-Präsidenten Donald Trump. Eine zentrale Forderung der Demonstranten ist der Stopp des Bauprojekts für ein Luxusresort auf der albanischen Insel Sasan. Sie haben Bedenken wegen Umweltschäden und Korruption. Zuvor hatte die Sonderstaatsanwaltschaft zur Bekämpfung von Korruption und organisierter Kriminalität in Albanien mitgeteilt, sie habe Ermittlungen zu dem Bauprojekt eingeleitet. Also gone back to my real estate roots, which has been a lot of fun. And I'm working on an incredible project with my husband in the Mediterranean. It's massive in scale. I think that's an understatement. Can you explain? Yes, it is. It is. There's no very- power on this island. Yeah. You're building everything from scratch, Well, correct? it's an unbelievable, beautiful 1,400 hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat. Auf jeden Fall haben die ein Budget von 1,4 Milliarden US-Dollar und ich glaube nicht, dass die da unbedingt Luxus-Resorts bauen werden, sondern ich habe irgendwie das Gefühl, das wird so die nächste Island, weil wenn wir uns die geografische Lage von Albanien anschauen, das liegt ja im Balkan, aber es liegt halt auch direkt am Meer, ne? Man kann so sagen, ja, das wäre ja der Eingang nach Europa, wenn Israel ein Stück von Albanien bekommt und man weiß ja nicht, was Israel noch damit vorhaben könnte. Könnte ja sein, dass sie sich noch weiter ausbauen wollen, aber ich habe noch viel interessantere Sachen gefunden, die ich mir auch schon gedacht hatte, dass das vielleicht in diese Richtung gehen könnte. Also hier demonstrieren die Leute gegen den Bau des Zauns und damit die Spaltung von albanischem Land zu israelischem Land. Okay, und ich finde das verrückt und krass, weil das ist ja genau die gleichen Sachen, wie die zum Beispiel angefangen haben in Palästina, als die 1900, wann waren das? Wann kamen die denn? 54? Kamen die 50, 54, wo man die ganzen restlichen Juden in Europa eingesammelt hat und nach Palästina brachte. Und dann haben die halt auch so angefangen, ne? Dass die erstmal ein Stück Land bekommen haben und dann haben die sich immer weiter, wurden dann militarisiert von europäischen Ländern mit Waffen und dies, das, jenes und dann kamen die ersten Bewegungen auf und jetzt 100 Jahre später, 80 Jahre später, ist Palästina nur so klein, so ein kleines Fleck und der Rest gehört Israel, ne? Ob die das gleiche mit den Albanern vorhaben, weiß ich nicht. Ich denke, die Albaner sind ja keine Palästinenser, also in Richtung Wirtschaft und alles, ne? Die haben ja Geld, die haben Militär und die haben vor allem Leute, die das sich nicht gefallen lassen, ne? Man kennt ja die Albaner. Hier haben wir ein Video von was on a Jared vacation Kushner. after we left government.
wie er darüber redet, dass er bei einem Freund eingeladen war, Nathaniel Rothschild, den kennen wir ja aus dem 1983 Ritual, ne, mit dem Wanderbild, der ihm half, seine neue abgelegene Privatinsel mitten im Mittelmeer zu finden, während er auf seinem Boot im Urlaub war. Kushner sagte, er habe ein privates Treffen mit dem albanischen Premierminister auf Rothschilds Boot gehabt. Die Privatinsel wird ausschließlich den Reichen, den Mächtigen und den Eliten vorbehalten sein. Wir waren auf dem Boot eines Freundes, Nathaniel Rothschild, im Urlaub. Das ist das, was er in diesem Video sagt. Und wenn man sich den Premierminister von Albanien mal gründlichst anschaut, der Typ ist ein Sellout. Der war immer ein Sellout und jetzt verstehen die Leute das, dass er immer schon ein Sellout gewesen ist und dass er nie einen vernünftigen Plan für Albanien vorhatte oder hatte. Und das sehen wir ja auch bei unseren Regierungsleuten, ne? Also ich habe das gestern jemandem geschrieben, es wird niemals eine Regierung geben auf diesem Planeten, die für ihr Volk kämpft. Niemals, niemals. Und das müssen sich die Leute wirklich abschminken. Dieses Jahr, die Regierung, weil wir sind ja auch Deutsche, deswegen die deutsche Regierung wird ja die deutschen Menschen in Deutschland unterstützen und nicht enttäuschen, aber weißt du, was ich meine? Wir sehen es ja überall auf diesem Planeten. Es gibt keine Leute, die eigenständig handeln, ohne diese Leute im Hintergrund. Weil diese Leute würden nicht mal da hochkommen, um gewählt zu werden, ne? Die sortiert man direkt aus. Natürlich sitzt hier Edi Rama in New York, der Stadt der Juden, wir wissen es ja, ne? Soran, Stadt der Juden, hatte eine schöne Zeit in einer jüdischen Community, wahrscheinlich Schabbat, ne? Jared Kushner gehört ja auch zu Schabbat, habe ich euch ja schon erzählt gehabt. Hier sehen wir ihn natürlich an der legendären Mauer. Das ist ja ein Zeichen immer dafür, dass man sich unterwirft. Und wie kann es anders sein? Natürlich haben wir eine Epstein-E-Mail von Dan Dubno an Jeffrey Epstein. Er schreibt hier: Bin gestern an deinem Privatgrundstück vorbeigefahren. Was zum Teufel baust du da? Dr. Noss Biowaffenfabrik. Eine eigene Betonfabrik zu besitzen wäre auch ziemlich praktisch, wenn man zur albanischen Mafia gehört. Sehr beeindruckend. Und das war von 2010. Also hier mit den Albanern hat er wahrscheinlich auch zu tun gehabt. Und das würde ich auch so einschätzen. Vor allem die ganzen Netzwerke, Mossad-Netzwerke, der kleine verlängerte Arm sind ja eher die Mafiosis in den anderen Ländern, ne? Russische Mafia, albanische Mafia und die ganzen anderen. Das ist ja auch, italienische Mafia ist ja auch einfach nur ein verlängerter Arm des Vatikans. Und lustigerweise haben wir sogar heute, am 3.6., das Freundschaftsspiel von Albanien gegen Israel. Also besser hätte man diese Aufruhr nicht bringen können. Und ich glaube, da wird so viel Chaos entstehen, dass diese Nachrichten hier einfach verpasst werden. Und das ist genau das, was ich mir dachte. Da geht bestimmt irgendwas anderes ab. Und deswegen habe ich euch ein paar Sachen rausgesucht. Bevor ihr mich gleich fertig macht, es heißt Exzellenzzentrum. Ja, ich weiß. Und TikTok, YouTube und Instagram bitte abchecken. Kommentare, kommentieren, abonnieren und hypen, falls es geht. Zurück zum Video. Und zwar zum Beispiel Albanien, israelisches Exzellenzzentrum eröffnet. Die israelische Botschafterin in Albanien, Galip Peleg, und der albanische Präsident haben am Dienstag den ersten israelischen Exzellenbetrieb für Landwirtschaft in den Balkanstaat eröffnet. Damit werde ein neues Kapitel der Zusammenarbeit zwischen den Ländern aufgeschlagen, schrieb Peleg auf X. Initiiert wurde das Projekt von der israelischen Behörde für internationale Entwicklungszusammenarbeit Mashaf im Außenministerium. Der landwirtschaftliche Modelbetrieb soll dazu beitragen, die Region rund um die albanische Stadt Elbasan zu fördern. Nach mehr als 25 Jahren der Staat Israel und Albanien haben ein neues Abkommen zur Zusammenarbeit in den Bereichen Landwirtschaft, Ernährungssicherheit, genau, Ernährungssicherheit wäre das, und Innovation unterzeichnet. Das ist das, was ich euch gerade gezeigt hatte. Hier. Und die bekommen natürlich die goldene Taube. Was ich noch interessanter fand, und ich glaube, das ist so der Härtegrad, weil ich habe mir ein Video darüber angeschaut gehabt, aber ich erzähle euch erstmal das. Israel erwartet den Bau eines ersten Rechenzentrums in Albanien, die Details zu 100 ml Euro Projekt.
Das erste Datacenter Albaniens soll bald vor der israelischen Firma ADC gebaut werden. Das Projekt, das in einer Freihandelszone in der Nähe von Tirana gebaut wird, wird voraussichtlich rund 100 Millionen Euro kosten und wird auf grafischen Prozessoren, dem Robin von Nvidia, basieren. Das Rechenzentrum wird eine erste Kapazität bieten. So, warum finde ich das extrem heavy? Schaut mal, wir bewegen uns ja in eine Richtung des Kontrollstaates, okay? Digitalen Euro, digitale Währung, Digital-ID und was weiß ich. Und jetzt überlegt mal, wenn ihr ein israelisches Datenzentrum in Albanien habt, okay, dann werden doch die ganzen Albaner ausspioniert, oder nicht? Die ganzen Vorwürfe in Deutschland, dass zum Beispiel die die NSA, dass die zum Beispiel Merkel abgehört haben und die ganzen anderen, das passiert auch nur aufgrund, weil wir Datenzentren zum Beispiel auch aus anderen Ländern in Deutschland haben, okay? Amerikanische, englische, dann werden irgendwelche Terrorzellen gegründet, weil das war die Dokumentation, die ich angeschaut hatte, das war immer wenn in Ländern Rechenzentren aufgebaut worden sind, ist die Terrorquote für Terroranschläge, ist in die Höhe gegangen. Von 7 bis 15%. Und jetzt überlegt mal, jetzt haben wir in Albanien vielleicht das hier. Und jetzt passieren rund um Albanien, Serbien, Albanien, Kroatien, Bosnien. Das ist sowieso Pulverfass. Ihr wisst das selber. Wenn ihr aus dem Balkan kommt, da ist halt sehr, sehr viel Vergangenheit mit drin. Jetzt überlegt mal, jetzt kommt Israel, macht da ein paar Sachen und hat die Möglichkeit, auf diese Leute zuzugreifen. Und auf einmal passiert dann noch mehr Tohuwabohu durch diese Leute. Und ich glaube, das war von Anfang an das Ziel von Israel. Und jetzt diese Ivanka, Jared Kushner, Luxusresort Bauten, ne, diese Megaprojekte, das dient einzig und allein nur für das hier. Für Rechenzentren, für die Bestimmung und für die Möglichkeit, auf Agrartechnologien und Ernährungssicherheiten zuzugreifen. Also die schränken damit meines Erachtens nach einfach die Albaner ein. Okay? Und das wird definitiv noch richtig zum Gespräch, wenn da die ersten Sachen passieren. 100%ig. Weil wer weiß, was da Jared Kushner in Wahrheit baut, ne? Irgendwelche Untergrundanlagen vielleicht, weil ihr dürft ja nicht vergessen, ne? Rumänien, Bulgarien, Türkei und das ist alles in der Nähe von Albanien. Das größte Kinderhandel kommt aus den Ländern. Organmafia, Kinderhandel, Waffenhandel, Drogenhandel. Okay? Und dann mit so einem Jared Kushner Bauprojekte, dann sitzen die da an der Oase des Glücks. Also das wird auf jeden Fall sehr, sehr schlimm und heftig. Ne? Jewish Mafia. Die jüdische Mafia schlägt wieder zu in Albanien. So, Freunde, das soll es gewesen sein, ein kleines Video. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr über die ganze Sache denkt und was für ein Ausmaß das noch haben wird. Ansonsten seid kritisch, passt auf euch auf und wir sehen uns zum nächsten Video. Ach so, und mein 6er TikTok-Account wurde gesperrt, aber ich habe mir jetzt einen 7. gemacht. Sei kritisch 7. Haut rein.